Fragst du dich, ob dein Erspartes tatsächlich reicht für eine Auszeit, für den Ruhestand oder einfach als sicheres Polster? Was ist eigentlich mit Kryptowährungen? Ist es eine Chance oder eher ein Risiko für dein Vermögen? Mit all diesen Fragen bist du nicht allein und deshalb zeige ich dir heute, wie du mit Hilfe von ChatGPT deine Unsicherheit verlierst, fundierte Informationen bekommst und Geld sparst. Ich bin Kathi und ich zeige dir, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist. In einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem ganz normalen Alltag. In diesem Video schauen wir uns an, wie du dir Anlagemöglichkeiten speziell auf deine Bedürfnisse vorschlagen lassen kannst, wie du dir einen Auszahlungsplan erstellen lassen kannst für deine Rente oder für dein Vermögen. Plaudern ein bisschen mit ChatGPT über das Thema Kryptowährung und ob es sich lohnt, darin zu investieren. Wie immer habe ich nützliche Tipps für deine Prompts bzw. Anweisungen, damit du gute Antworten erhältst. Und zum Schluss wieder einen Bonus, der dir ein jährlich wiederkommendes lästiges Thema erleichtert. Du erreichst ChatGPT im Internet ganz einfach unter chatgpt.com oder aber per App auf deinem Handy oder Tablet. Üblicherweise kannst du das Tool ja ganz ohne Registrierung und Anmeldung benutzen. Für das heutige Video empfiehlt es sich aber angemeldet zu sein, sonst kannst du nicht alle Funktionen nutzen, die ich dir zeige. Jetzt wird es spannend. Was tun mit dem Geld, was du gespart hast? Fragen wir doch einfach mal, wie du es klug anlegen kannst. Ich bin 50 Jahre alt und möchte 5.000 Euro anlegen. Was sind leicht risikoreiche Möglichkeiten, um dieses Geld in den nächsten 5 Jahren zu vermehren? Bitte berücksichtige aktuelle Zinssätze und sichere Anlageformen. ChatGPT schlägt jetzt verschiedene Anlagemöglichkeiten vor und gibt dir sogar die Quellen an, wo im Internet er die Informationen gefunden hat. Außerdem gibt er dir noch wichtige Hinweise, was du bei einer Geldanlage noch beachten solltest, und ganz klar weist er am Ende selber darauf hin, dass du vor einer Investition einen Finanzexperten befragen solltest. Wie immer liefert ChatGPT nur Ideen und Denkanstöße und du solltest all die Informationen natürlich prüfen, bevor du Geld investierst. Trotzdem finde ich es eine super Möglichkeit, ganz schnell einen Überblick zu bekommen und Ideen zu kriegen, ohne großartig lange im Internet recherchieren zu müssen. Beleuchten wir einmal das Thema Auszahlungsplan. Du möchtest wissen, wie lange dein Vermögen reicht, weil du zum Beispiel eine Auszeit nehmen willst oder aber in den Ruhestand gehst. Dann lass dir doch einfach einen Plan erstellen. Nehmen wir mal folgende fiktive Zahlen, die du natürlich jederzeit ändern kannst. Ich habe 200.000 Euro gespart und möchte monatlich 1.500 Euro entnehmen. Wie lange reicht mein Vermögen, wenn ich von einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 4% ausgehe? Bitte erstelle einen Auszahlungsplan und zeige Alternativen auf, wenn ich nur 1.200 Euro monatlich entnehme. Und jetzt errechnet die KI, wie lange dein Vermögen reicht, wenn du je nachdem 1.500 oder 1.200 Euro nimmst. Und sie erstellt dir sogar eine Tabelle, wo du siehst, wie dein Vermögen monatlich abnimmt. Alternativ kannst du nach Vorschlägen fragen, wie du diesen Zeitraum verlängern kannst. Dann bekommst du Vorschläge wie zum Beispiel für steigende Renditen oder aber für ein flexibles Ein- und Ausgabenmanagement oder aber für niedrige Steuern und Gebühren. Und so bekommst du ganz schnell eine klare Vorstellung davon, wie du dein Vermögen strategisch nutzen kannst oder aber auch es anpassen solltest. Kommen wir jetzt zu einem super spannenden und aktuellen Thema auf dem Finanzmarkt: Kryptowährung. Vielleicht kannst du ja, genauso wie ich, noch gar nicht so richtig was mit dem Thema anfangen. Dann ändern wir das jetzt mal und lass uns doch mal mit ChatGPT ein bisschen darüber plaudern. Um den Sprachmodus zu aktivieren, klickst du bitte im Eingabefeld für die Prompts ganz rechts auf das Symbol für den Audiomodus, gibst dein Mikrofon frei und schon kann es losgehen. Lass uns heute doch bitte mal über Kryptowährungen reden. Erkläre mir das System in ganz einfachen Worten. Klar, lass uns drüber sprechen. Ganz einfach gesagt, Kryptowährungen sind digitales Geld. Statt dass eine Bank alles verwaltet, läuft das Ganze über ein Netzwerk von Computern, die zusammenarbeiten. Klingt das verständlich? Das war super verständlich. Jetzt lass uns mal drüber reden. Ich bin 50 und möchte gern 1.000 Euro in Bitcoin investieren. Was muss ich beachten und lohnt sich das für mich? Wenn du 1.000 Euro in Bitcoin investieren möchtest, gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten. Kannst du mir einen Vergleich erstellen der einzelnen Plattformen mit ihren Vor- und Nachteilen, dass ich mich für eine entscheiden kann?
Gerne gebe ich dir einen Überblick über einige bekannte Kryptobörsen, damit du die passende für dich auswählen kannst. Bei der Auswahl einer Börse solltest du deine persönlichen Bedürfnisse und Prioritäten berücksichtigen, wie zum Beispiel Gebühren, Handelsangebot, Benutzerfreundlichkeit und Regulierung. Super, vielen Dank. Du siehst, du kannst ein ganz natürliches Gespräch führen und egal welche Frage du hast, ob es zur Technologie der Blockchain ist, ob es zu den Plattformen ist, ob es zu den Risiken und Chancen ist, vollkommen egal, einfach stellen und du bekommst eine Antwort und kannst immer wieder reagieren und agieren mit ChatGPT. Und das Beste daran, er schreibt im Hintergrund mit. Das heißt, alles, was er dir erzählt, auch im Vergleich der Plattform, musst du dir gar nicht merken, weil du kannst es im Anschluss nachlesen und noch einmal studieren. Und wie immer ersetzt die KI auch hier keine professionelle Finanzberatung, aber sie kann dir helfen, die richtigen Fragen zu stellen und gegebenenfalls eine Entscheidung vorzubereiten. Fassen wir doch schon einmal kurz zusammen. Du weißt jetzt, wie du Informationen zu Anlagemöglichkeiten bekommst, die genau deinen Bedürfnissen entsprechen. Du kannst dir einen Auszahlungsplan für dein Vermögen oder deine Rente erstellen lassen und du weißt, wie du dich am besten über das Thema Kryptowährung informierst. Wenn du wissen willst, in welchen Bereichen deines Lebens dir ChatGPT den Alltag noch erleichtern kann, dann schau doch einfach mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir ein Dokument verlinkt, was du einfach kostenlos runterladen kannst. Da gebe ich dir eine kurze und einfache Einführung in das Tool und habe dir aus 9 Themenbereichen des normalen Alltags und Lebens Prompts zusammengestellt, die du einfach nur kopieren musst, damit du sofort loslegen kannst. Lad es also runter, probier es aus und schreib mir doch einfach in die Kommentare, wie es dir gefällt, ob du zurechtkommst und ob dir Themen dabei fehlen. Kommen wir jetzt zu den Tipps, damit du auch wirklich gute Antworten erhältst. Sei präzise. Gib zum Beispiel konkrete Summen, Ziele, Zeiträume oder auch dein Risikoprofil an. Frage nach Details. Bitte die KI Vor- und Nachteile oder mögliche Alternativen zu nennen. Nutze mehrere Szenarien. Fordere verschiedene Berechnungen oder Vorschläge, um eine bessere Entscheidungsgrundlage zu finden. Erinnere an Quellen. Bitte darum, die Informationen auf aktuelle Daten oder Trends zu stützen. Fordere Tabellen, denn die machen umfassende Informationen übersichtlicher. Kommen wir zum Schluss und mit dem Bonus zu einem Thema, was die meisten von uns wahrscheinlich am liebsten aus ihrem Leben streichen wollen: die Steuererklärung. Auch diese können wir mit ChatGPT unheimlich gut und schnell vorbereiten, uns updaten auf die neuesten Änderungen und somit Zeit und Geld sparen. Schauen wir uns das doch einmal an. Welche neuen Steuervorteile oder Änderungen gibt es zum Beispiel für Arbeitnehmer in Deutschland im Steuerjahr 2025? Und wie kann ich diese optimal nutzen? Jetzt bekommst du eine Auflistung der aktuellen Steueränderungen und Hinweise und Tipps, wie du die am besten nutzen kannst. Die Fragen zu diesem Thema kannst du auch hier natürlich individuell jeweils anpassen. Ob du eine andere Gruppe nimmst, wie ich bin Student, ich bin Rentner, ich bin alleinerziehende Mutter, oder aber auch wissen willst, welche aktuellen Unterlagen du dazu einreichen musst, stell die Frage ganz einfach und du bekommst eine Antwort und die Steuererklärung ist dieses Jahr zack, ruckzuck erledigt. Und ich möchte gerade zu diesem Thema es nochmal sagen. Es sind alles Ideen, Informationen und Denkanstöße. Und es gilt, bevor du wirklich Geld in die Hand nimmst, es zu prüfen, dich zu informieren und natürlich professionell beraten zu lassen. Heute haben wir uns mal dem Thema Finanzen gewidmet und ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Denn jetzt weißt du, wie du Informationen zu verschiedenen Anlagemöglichkeiten bekommst, wie du die Auszahlungspläne für dein Vermögen erstellen lassen kannst, wie du Informationen oder vielleicht auch Entscheidungsvorlagen zum Thema Kryptowährungen bekommst und wie du die aktuellen Steueränderungen optimal nutzt. Jetzt bist du dran. Probier es doch gleich einmal aus, ob in Schriftform oder Sprachmodus, vollkommen egal. Und erzähl mir in den Kommentaren, wie du damit zurechtkommst. Hat dir mein Video gefallen, dann lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit du keinen der nützlichen Tipps mehr verpasst, wie dir die KI dein Leben erleichtern kann. Für heute sage ich Danke und Tschüss.